Bosch hat mal wieder richtig viele Neuheiten rausgehauen und wir haben sie hier in diesem Video. Mehr als 10 Neuheiten stellen wir dir vor und wir werden das allererstes mal ein bisschen sägen. So, und da hast du gerade schon gesehen, wie wunderschön die neuen Kettensägen sägen können. Wir haben hier zwei verschiedene Versionen, einmal mit einem 15 cm Schwert, einmal mit einem 20 cm Schwert. Und eine Sache gleich vorweg, wenn ihr mit den Geräten hier rumhantiert, bitte macht einen Akku raus. Ja? Auf jeden Fall einen Akku rausnehmen, weil mit so einer Kettensäge ist die Verletzungsgefahr entsprechend natürlich hoch, wenn du jetzt einfach so, oh, das wollen wir alles nicht. So, ihr wolltet Garten, Bosch sagt, ihr bekommt Garten. Das heißt, wir haben hier eine kleine handliche Kettensäge, womit du auch mal an den Baum rangehen kannst, so wie eben, das ist natürlich der Härtetest. Das ist natürlich auch wunderbar geeignet, um mal einen kleinen Balken zu kürzen, mal irgendwo was einzuarbeiten oder. Was ich echt cool finde, was du gerade auch gesehen hast, ist Folgendes. Du hast die sogenannte End-of-Cut-Funktion. Das heißt, wenn jetzt Folgendes passiert, du hast ja die häufigsten Verletzungen passieren ja meistens wegen dem Rückschlag. Also einmal nach unten oder nach oben. Ja, gerade wenn du jetzt hier gegen einen, ich mache es mir extra nicht mit meiner Hand, wenn du jetzt hier so gegen einen Baum oder gegen etwas gegenarbeiten willst, dann neigt es ja dazu, nach oben zu schlagen. Was passiert jetzt in dem Fall? Ja, das Ganze geht wirklich aus, auch nach unten. Das hast du eben ja auch schon im Video gesehen. Das finde ich eine extrem gute und wichtige Funktion. Was man übrigens auch sagen muss, ist, bitte habt die Hand genau da, wo ich meine Hände habe. Egal ob jetzt Rechtshänder oder Linkshänder, bitte nimm eine Hand hier unten hin, wunderbar geschützt hier. Auch hier oben die Hand bitte raufnehmen, auch wunderbar geschützt. Bitte nicht hier oben oder so, das könnte abrutschen und so weiter und so fort. Das wollen wir nicht. Ja? Interessant ist übrigens nochmal zu sagen, du brauchst zum Benutzen dieser Säge keinen Kettensägenschein, sondern du kannst das auch einfach so machen, aber bitte achte drauf, hab Respekt vor dem Gerät. Wenn wir uns das Gerät anschauen, ist es Rechts-Links-Händer geeignet. Wir haben hier einen wunderschönen Knopf, den wir jetzt runterdrücken müssen, um zu starten. Ja? Wenn wir einfach nur so drücken, passiert gar nichts. Knopf und dann zack, geht es entsprechend los, kannst du rechts und links benutzen. Was wir hier sehen ist, wir haben hier ein Ölreservoir, können es einfach hier auffüllen. Du siehst auch, wie viel Öl entsprechend drauf ist. Andere Seite kannst du hier werkzeuglos in der Kette wechseln und hier auch werkzeuglos in der Kette spannen. Finde ich eine tolle Sache, weil der Schlüssel, wenn man nur einen hat zum Beispiel, der verschwindet natürlich relativ schnell und so hast du ihn quasi immer dabei, weil du ihn eben nicht brauchst. Ich finde es eine tolle Sache. Du hast gerade gesehen, wie man damit wunderbar arbeiten konnte. Die Frage ist, was sagst du, 15 cm oder 20? Kommen wir zum GGP 12V25. Endlich gibt es ihn auf dem deutschen Markt. Wir hatten ihn für alte Videos mal importiert, aber jetzt gibt es ihn original hier in Deutschland zu kaufen. Wir haben hier einen kleinen Astschere oder Astschneider. Also, wobei, so klein ist der gar nicht. Wir haben, also physisch schon, aber er kann 25 mm ist hier, zack, zack, zack. Und ich habe großen Respekt, denn er würde meinen Finger auch einfach durchschneiden, das wollen wir nicht. Dazu habe ich mal ein Video gemacht, da blenden wir dir mal ein paar Schnittbilder ein, wie wunderschön er geschnitten und geschnitten und geschnitten hat. Und man muss sagen, wir haben hier ein 12 Volt Gerät, sehr, sehr klein, sehr kompakt, aber mit so einem Akku schafft er deutlich über 1000 Schnitte und das Ding hat richtig Kraft. Ich finde es richtig cool. Endlich gibt es die Akkuratschen von Bosch. Wir haben hier eine 12 Volt Variante und eine 18 Volt Variante. Lass uns die mal ganz kurz anschauen. Übrigens, von der kommt demnächst auch eine Halbzoll Variante und ich glaube, da fängt Bosch auch erst an mit dem Thema. Lass uns das mal ganz kurz anschauen. Wir haben hier unseren Taster, um ihn auszulösen. Wir haben hier keinerlei Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier eine Akkuanzeige. Ja, könnt ihr ganz normal 12 Volt Akkus reinsetzen, auch die etwas größeren. Haben hier die Möglichkeit, die Sperre einzusetzen und hier, zack, schon können wir loslegen. Hier einfach Rechtslauf, Linkslauf, mega einfach, mega kompakt. Wobei ich sagen muss, das 18 Volt Gerät erscheint mir eigentlich noch ein bisschen kompakter, ist zumindest von der Handhabung noch ein bisschen cooler für mich. Also kompakter im Sinne von anfassen, weil hier ist es so, ich muss hier relativ weit rumfassen. Ja, wohingegen ich hier komplett rumkomme. Das finde ich sehr angenehm, weil wir sehen hier ein sehr kleiner Motor, aber doch entsprechend kräftig. Dann haben wir hier einen deutlich größeren Taster, auch hier die Möglichkeit, hier den Schutz einzustellen, ja, also die Sperre einzustellen, haben hier eine Beleuchtung und können hier entsprechend auch von rechts auf links stellen. Ich finde es eine coole Sache. Was haltet ihr davon? Kommen wir zur neuen Wärmebildkamera, der GTC 12V
450-13. Eine ganz neue Generation von Wärmebildkameras von Bosch. Und ich muss sagen, eine Funktion, die das Gerät hat, finde ich richtig genial. Und zwar, sie geht schneller an. Es ist ja so, dass du das Gerät hier immer erstmal frei machen musst. Hier ist ja ein Schutz drüber. So. Und bei den alten Geräten ist es so, wenn du es einschaltest, dass du gefühlt eine halbe Stunde wartest. Das stimmt nicht, ja? Aber es dauert schon ein bisschen. Jetzt ist es so, 3 Sekunden und dann ist das justiert, hochgefahren und da. Und dann kannst du arbeiten. Finde ich ein bisschen ja, so intuitiver, ein bisschen angenehmer vom Arbeiten. Zusätzlich ist es auch so, wir haben hier ein anderes Display, wir haben eine andere Gummierung, wir haben allgemein ein wirklich komplett neues Gerät. Wir haben auch etwas aufgeräumtere Funktionen hier. Wir haben nur noch 2 Knöpfe und eine neue Bedieneinheit. Wir können immer noch jede Menge einstellen, Hitzepunkt, Kältepunkt und so weiter und so fort. Die das ab und zu benutzen, die kennen das. Ich persönlich finde richtig cool, dass das hier jetzt endlich mit dabei ist. Wir haben eine Tasche. Die können wir einfach nehmen, das Gerät hier rein, können die Tasche auch am Gürtel befestigen, wenn man das möchte, und haben jetzt hier etwas, wo wir das Ganze schützen können. Und wenn wir das hier, können wir es hier dran, ja, zur Not auch hier irgendwo ranmachen. Ich finde es eine coole Sache, dass das jetzt endlich mal geschützt ist und dass du so eine schöne Tasche dazu bekommst. Selbst bei den teuersten Geräten war es in der Vergangenheit so, dass du da eigentlich nach meinem Wissen her nur einen Koffer hattest. Und den Koffer immer hin und her tragen, so hast du eine schöne Tasche, kannst entsprechend messen. Falls du mich übrigens fragst, in welchem Temperaturbereich sind wir unterwegs, wir sind bei -20 bis 450 Grad. Hier haben wir ihn, das neue Akkugebläse, hier aber eher, ich sag mal, ein Facelift mit einer kleinen Verbesserung. Der alte war der GBL 18V 750, jetzt haben wir den GBL 18V 800. Das heißt, wir haben hier ein höheres Volumen und eine ganz leicht erhöhte Geschwindigkeit, sodass wir noch schneller, noch mehr Luft transportieren können und das noch mehr sauber machen können oder noch schneller, Blätter oder was auch immer irgendwo hinblasen können. Wir haben hier denselben Verschluss, wie wir vorher auch schon hatten und kannten. Das gehört übrigens zum Lieferumfang dazu. Aber das hier ist neu, die Fächerdüse. Die kannst du jetzt übrigens nicht hier vorne nochmal dran machen, sondern das ersetzt das erste Teil hier. Die Fächerdüse hat übrigens auch einen coolen Vorteil, muss ich sagen. Die ist hier vorne gummiert. Das heißt, wenn du jetzt hier arbeitest und kommst deswegen da so versehentlich hier so auf den Boden, ja, dann hast du hier eine Gummierung und schützt das Ganze oder das Ganze wird entsprechend geschützt. Mit der Fächerdüse kannst du natürlich das Ganze so benutzen, dass du eher auf einem, ja, dass du ein breiteres Feld auf dem Boden dann ja, sauber machst, sage ich jetzt mal. Wir haben mal einen Test gemacht. Wir haben es so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen die Normaldüse und wir nehmen die Fächerdüse. Und hier war es bei unserem Test, bei unserem Testmaterial, weil so trockene Blätter verhalten sich ja nochmal ganz anders, war es so, dass wir wirklich einen etwas breiteren Korridor sauber bekommen haben. Wir haben übrigens noch 2 Funktionen, die ihr euch gewünscht habt. Nummer 1, die Feststelltaste. Das heißt, du kannst hier das Gerät einschalten. Und dann bleibt es dauerhaft an, du musst nicht die ganze Zeit den Knopf gedrückt halten. Coole Sache. Und viele von euch haben sich gewünscht, Mensch, lass das doch noch langsamer arbeiten, sodass du noch weiter runterregeln kannst. Wir hatten ja vorher schon hier den Knopf zum schneller und langsamer, ja, dass die Luft schneller und langsamer geblasen wird. Ja, du weißt, was ich meine. Und hier ist es so, dass die Abstufung nochmal anders ist und du es weiter runterregeln kannst, um noch eine niedrige Geschwindigkeit einzustellen. Garten, Garten, Garten. Wir haben den neuen Trimmer hier. Und zwar haben wir jetzt hier das Ganze in 40 cm Durchmesser hier an der Stelle und haben hier auch eine schöne Haltung und auch einen neuen Griff. Bei dem Griff ist es so, dass wir ihn hier öffnen können den dahin verstellen, wo wir ihn gerade haben wollen. Etwas höher, etwas niedriger, aber vor allem in jeder anderen Position. Coole Sache. Hier haben wir den Knopf zum Einschalten und schon geht's los. Wir haben übrigens hier auch andere und flachere Spulen verbaut. Und was ich besonders cool finde, ist eigentlich diese Funktion hier. Wenn du den hier löst, hast du ein kleines Gelenk und kannst das Ganze wirklich wunderbar zusammenklappen und kannst es echt gut verstauen, wenn du mal mitnehmen möchtest. Wir hatten eben schon einen Facelift, machen wir hier einfach mal weiter. Und zwar beim GHE 18V60. Das war der Vorgänger. Der hier heißt GHE 18V60 in Klammern 2. Das heißt zweite Generation oder zweite Evolution. Ihr werdet von außen eigentlich keinen Unterschied sehen, es gibt keinen Unterschied außer den Aufkleber hier an der Stelle. Aber was ist anders? Wir haben hier ein etwas besseres Messer und wir haben ein Schwungrad hier verbaut, um noch mehr Kraft und noch mehr Druck auf den Ast ausüben zu können. Von einer Heckenschere zur nächsten. Auch wieder ein 18 Volt Gerät, hier hinten 18 Volt Akku eingesetzt. Und wir haben hier eine Teleskop-Heckenschere. Die kannst du einfach nehmen, hier auf und hoch.
und hast hier schon eine irre Länge. Und dann kannst du Folgendes machen, du kannst wunderbar an der Hecke entsprechend entlang schneiden, hast einen schönen, geraden, langen Schnitt. Was du auch machen kannst, ist Folgendes, du kannst es hier einknicken und dann oben das Dach der Hecke quasi wunderschön sauber schneiden. Du hast hier verschiedene Einrastpunkte, ja, und kannst das so einstellen, wie du es brauchst. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist der Knopf, den wir hier haben. Und zwar ist es so, dass ich den hier nach oben drücken muss, um als Sicherheitsfunktion. Wenn ich jetzt hier also drauf drücke, ich drücke hier drauf und dann da drauf, dann wird das nicht entsperrt, sondern ich drücke das nach oben, also hier so nach oben. Und dann geht es an. Aber wenn ich es nach oben drücke und das hier mache, dann geht es nicht an. Wenn ich nach oben drücke und das hier drücke, hört ihr, dann geht es an. Noch gar nicht so richtig rausgefunden, wofür der Knopf hier eigentlich. Und apropos Teleskop, ich weiß, ich habe es euch schon mal gezeigt, aber wir haben hier noch den Hochendaster, auch 18 Volt. Zum Thema Garten geht es also richtig los. Wir hatten ja vorhin die kleinen Kettensägen und hier hast du quasi eine sehr lange Kettensäge. Die gibt es auch schon ganz weit auf dem Markt. Aber zum 1. September sind noch jede Menge Neuheiten angekündigt und ihr schreibt mal unten in die Kommentare, was soll ich unbedingt euch mal vorstellen und was soll ich testen. Auch hier aus dem Video von heute. Das wäre nur ein schnelles Vorstellen, wo soll ich mal richtig tief in die Materie rein. Würde mich super interessieren. Wir müssen über eine Sache unbedingt sprechen, nämlich eine zentrale Sache ist neu ab dem 1.9. Wahrscheinlich so ab Mitte September wirklich auch lieferbar, und zwar die neuen Akkus. Wir haben hier die neuen Expert-Akkus. In der Vergangenheit hatten wir ganz normale Akkus, wir hatten Procore und jetzt haben wir noch eine Stufe oben drüber Expert. Was sagt Bosch zu Expert-Akkus? Diese Akkus können deutlich mehr Energie gleichzeitig liefern, ohne dabei zu überhitzen. Das heißt, bei den alten Akkus haben wir gesprochen von 1000, 1200 Watt, die da maximal rauskommen. Bei den neuen sagen wir bis zu 2000, 2400 Watt. Die haben auch ein neues Design bekommen, alles wunderbar, alles schön. Aber was heißt denn das? Das heißt im Grunde, wenn ich mir das richtig überlege, dass wir sowas wie zwei 18 Volt Akkus eigentlich gar nicht brauchen, weil das kann ja der einzelne 18 Volt. Weil der einzelne, wofür bräuchten wir denn zwei 18 Volt? Um 36 zu haben oder wie bei Makita 40 Volt zu haben und dann dementsprechend diese Lastspitzen abfangen zu können und maximal viel Energie liefern zu können. Wenn diese Akkus einfach so können, wäre das der pure Wahnsinn und wäre technologisch nochmal ein richtig großer Schritt nach vorne. Lass uns mal weiterschauen. Was gibt es noch alles Neues? Gibt auch ein neues Ladegerät. Gibt es ein neues Kofferladegerät zum Beispiel, dass du im Koffer zwei Akkus laden kannst und zwar gleichzeitig. Also mal nur einen, mal nur rechts, mal nur links, aber auch beide gleichzeitig und zwar beide sogar schnell. Du kannst übrigens diese Akkus, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch in unter 20 oder sogar unter 30 Minuten auf jeden Fall komplett vollladen. Schauen wir mal weiter, da gibt es auch Starter-Sets und so weiter. Es gibt jetzt demnächst einen Akku-Betonschleifer. Ja? Ist das für euch interessant? Wäre ja mal ein interessanter Test auch. Ja? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir haben auch eine Akku-Fettpresse demnächst, auch etwas, was wir vorher noch niemals hatten. Wir haben auch einen Gewindestangenschneider, der kommt. Der GGC 18V12 schneidet bis zu M12, M6, M8, M10, M12, genau. Edelstahl bis M10. Dann haben wir etwas richtig Cooles. Wir haben auch einen Holzklammerer, der neu kommt. Wir haben auch, wartet mal, genau, einen neuen Lautsprecher, und zwar einen Bluetooth-Lautsprecher. Ihr kennt ja diesen neuen großen Lautsprecher von Bosch, richtig genialer Klang. Das gibt es ja einmal als Radio, auch als Bluetooth-Lautsprecher. Jetzt nochmal was Kleineres mit quasi Griff, wo wir auch einen sehr geringen Preispunkt haben, sodass wir sagen können, komm, für einen 100er nehme ich den mit auf die Baustelle. Finde ich eine coole Sache, reiner Bluetooth-Lautsprecher, auch ganz neu, interessiert mich mega, wenn das rauskommt. Wir haben eine neue, nicht Stichsäge, sondern eine neue Säbelsäge, die auch rauskommt. Und ganz viele werden es interessieren, neue Akkuschrauber. Wir haben den GSB 1825. Das heißt, wir haben einen 18 Volt Akkuschrauber, die absolute Einstiegsklasse mit nur 25 Newtonmeter. Das hört sich irgendwie obskur an. Also irgendwie merkwürdig. Ich gucke gerade nochmal, hartes Drehmoment 35 Newtonmeter. Ich sehe gerade, das ist natürlich Quatsch, nicht 25 Newtonmeter, sondern 56 Newtonmeter im harten und 21 im Weichen. Warum heißt er denn 25? Ach, die Namen bei Bosch, das ist immer so eine Sache. Zumindest bei Akkuschraubern. Und dann kommt etwas, da bin ich
richtig gespannt. Und zwar ein neuer 12 Volt Akkuschrauber, der GSR 12V32. Beim 32er ist es so, dass wir 32 Newtonmeter haben. Wir hatten ja früher wir haben jetzt auch aktuell den 12V15 und den 12V30. Der 15er hatte der 12V35. Der 12V15 hatte 30 Newtonmeter im harten Schraubfall und der 35er 35 Newtonmeter. Und der liegt genau dazwischen. Jetzt bin ich super gespannt. Ist es so, dass die beide zusammengelegt werden und es nur noch den einen gibt oder gibt es den zusätzlich? Wie wird es nachher aussehen? Da bin ich auch total gespannt auf einen Test. Übrigens, der soll noch kleiner sein, noch kompakter und ist auch bürstenlos. Also boah, da freue ich mich richtig drauf. Neue 12 Volt Akkuschrauber. Wann gab es letztes Mal einen 12 Volt Akkuschrauber neu? Natürlich haben wir die neue Säge auch. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da haben ja viele schon gesagt, Mensch, den möchten wir unbedingt sehen, die neue Säge mit dem anderen Parallelanschlag. Und dann gibt es in Kürze noch etwas komplett Abgefahrenes. Wir haben ein neues Koffersystem von Bosch. Und das ist anders, als ihr euch das vorstellt. Ich habe das letztes Jahr auf der Holzhandwerk schon mal vorgestellt. Das ist das sogenannte Contractor-System. Und das ist wirklich keine normale L-Box oder auch nur eine Abwandlung davon, sondern ich lese das mal vor. Das Ding ist extrem robust. Wir haben metallverstärkte Ecken. Wir haben hier eine Schutzart IP65. Wir haben eine Basiseinheit mit eingebauten Rollen. Und ich muss sagen, ich sehe schon meinen Test. Ich sehe schon, was man damit alles machen kann. Ich weiß es nicht. Feuer, Dreck, einbuddeln, runterwerfen, was auch immer. Schreibt mal unten in die Kommentare, was sollen wir damit testen und was haltet ihr von einem neuen Koffersystem. Und so gibt es jede Menge. Wir sehen hier auch neue Schlagschrauber, neue Winkelschleifer und auch von Bosch Grün kommen jede Menge neue Geräte. Also da schreibt mal gerne unten in die Kommentare, was wollt ihr sehen, weil ich habe hier so viele neue Geräte, wie ich es schon lange nicht mehr hatte. Ich freue mich total drauf. Ich freue mich drauf, dass ihr schreibt, was wollt ihr sehen. Das werden wir für euch testen. Solange ran an die Neuheiten und bis zum nächsten Mal.